Würde ich auch gerne wissen. Ein bisschen Keller. 1,94 Euro. 2,50 €. Hausverbot. Anzeige. Das ist eine Attacke an meine Nasenflügel. 18,87 €. Es ist wie mit Voldemort. Ich fühle mich wie Zendaya auf dem roten Teppich. Freunde des schönen Make-ups. Wir haben heute einen kleinen XXL-Haul von Action. Folgendes hat sich zugetragen. Ich war vor einer Woche in München und bin in meinem Leben noch nie so nass geworden wie am Tag davor. Und ich dachte mir, ich bin mal super günstig und nachhaltig und super und fliege mit Handgepäck, beziehungsweise nehme nur ein Paar Schuhe mit, eine Hose, ein Oberteil, weil ich nur für diese eine Veranstaltung dahin gehe. Guess what? Was ist passiert? Maxim war nass und er war so nass, dass er mit nassen Klamotten am nächsten Tag neue Schuhe, neue Hosen und neue T-Shirts kaufen musste. Weil es aber Samstag war und ich um 11 ein Meeting hatte, musste ich um 10 Uhr bei Action vor der Matte stehen, weil das der einzige Laden war, der in der Nähe war. Und ich musste mir Klamotten bei Action holen, die übrigens die Schuhe großartig waren. Naja, aber wenn ich schon mal da bin, dann gehe ich ja da nicht irgendwo dran vorbei. Dann gehe ich ja durch und gucke, was finde ich. Und ich habe ein paar spannende Sachen gefunden und die zeige ich euch heute. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Falls ihr euch fragt, Maxim, warum siehst du heute so ausgezeichnet gut, glücklich und zufrieden aus? Würde ich auch gerne wissen. Allerdings ein Teil davon ist das Make-up und das sind die Produkte, die wir hier haben in diesem Haul. Die seht ihr in einem separaten Video, weil ich glaube, die brauchen noch mal ein bisschen Erklärung, weil hier wirklich so krasse Produkte mit dabei sind, die ich euch gleich zeige. Aber wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen Look gemacht habe, dann müsst ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren und nächste Woche wieder mit dabei sein. Ich würde mich riesig freuen und eine kleine Anregung. Ich weiß, ihr seid genervt. Ich bin es aber auch. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Videos einen Daumen nach oben da lasst. Das ist für euch wirklich nur ein Klick, aber für mich ist es einer der wichtigsten Punkte, um zu sehen, dass ihr die Videos schaut. Ich sehe, die Videos haben 20.000 Aufrufe, aber wir kommen maximal auf 1.500 Daumen nach oben. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das macht. Vielen Dank im Voraus. Starten wir direkt. Wir gehen wieder emotional durch den Action durch. Und da hatten wir vorne diese super Sonderangebote. Und da habe ich das hier gefunden. Haarmists, also Haarparfums mit Keratin, Pflanzenextrakt, essentiellen Ölen und Panthenol. Finde ich sehr spannend, weil die meisten Haarparfums, die wir in der Drogerie kennen, und ich zähle jetzt Action heute einfach mal mit zur Drogerie, sind meistens so Aloe Vera. Ihr wisst aber, sobald da Vanille draufsteht, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Ich habe trotzdem zwei mitgenommen. Einmal Velvet Vanilla Haarmist, sieht so aus, Packaging gefällt mir gut, sieht aus wie so eine Pille, erinnerte mich so ein bisschen an Fleur, glaube ich, aus Amerika. Und einmal Sweet Fusion. Da stand jetzt nicht drauf, wonach das riechen soll, deswegen probieren wir es jetzt einfach mal aus. Ein leichter, süßer Scent. Klassisches Bodyspray, würde ich sagen. Toller Sprühnebel. Ja, okay. Also, das hat das ist ja wieder die Marke, es ist wie mit Voldemort. Die Marke, dessen Namen man nicht erwähnen darf. Franziskus aus Kurdistan. Note. Diese herbe Amber, Safran, ein bisschen Keller. Aber irgendwie hat es was. Aber allerdings, und das finde ich ganz gut, weil ihr wisst ja, ich hasse diesen Duft von Franziskus aus Kurdistan. Gerade diese günstigen Alternativen oder Düfte, die davon inspiriert wurden, haben es geschafft, dieses ganz besonders muffige, was ich in dem ursprünglichen Duft hatte, so ein bisschen zu reduzieren, sodass ich mich an diesen Duft langsam, aber sicher gewöhne. Es riecht süßlich, aber nicht zuckrig. Durch dieses Amber und diesen Safran wirkt das Ganze ein bisschen herber. Es ist nicht mein persönlicher Lieblingsduft. Ich weiß aber, wenn ihr den Duft mögt, dann wird euch der gefallen. Das ist halt so ein, ich laufe mit meiner Chanel-Tasche durch den Action, obwohl ich keine Chanel-Tasche habe. So ein Duft ist es. Für mich viel spannender ist Velvet Vanilla, weil Vanille und ich, das ist einfach eins. Und wir probieren auch diesen einmal aus. Anders als gedacht. Ganz anders als gedacht. Der hat auch diese herbe Note mit drin. Und normalerweise sind diese günstigen Vanilledüfte immer sehr süß. Immer so ein bisschen klebrig, immer so ein bisschen spannend. Der hat ein bisschen was von Bananenkuchen. Leichte Bananennote, ganz leicht, aber ganz fern. Also die Banane war auch nur im selben Raum, als das Parfum gemacht wurde. Eine Haselnuss war auch mit drin. Eine Walnuss ist im Teig drin, sehr teigig. Auch dieses süßliche, aber nicht billige. Das ist sehr spannend, weil ich finde, das haben wir oft. Ich setze mich ja zwangsläufig mit vielen Düften in der Drogerie auseinander und die riechen oft sehr billig, weil sie
diese ganz besondere Süße da probieren mit reinzubringen. Das ist leicht, das ist ein Haarparfum. Das ist jetzt nichts, wo du sagst, puh, da riechst du mich 3 Wochen lang mit. Für was hat es gekostet? 2,50. Kannst du nichts sagen. Also wenn du so ein Haarparfum magst, so ein leichtes Bodyspray, finde ich bei diesen höheren Temperaturen eigentlich immer ganz angenehm, dass man sich nicht so, ne, dann fühlt man sich nicht so schwer. Ich habe jetzt auch, das ist jetzt auch ein Public Service Announcement. Also das ist eine Ansage und das ist jetzt Gesetz und das ist jetzt Regel. Ich starte auch bald eine Petition und gehe damit nach Berlin. Ich möchte ein internationales Verbot von Erba Pura, Xerjoff, whatever, das Ding hier. Egal ob original oder günstige Alternative. Hausverbot, Anzeige. Dieser Duft ist meiner Meinung nach Körperverletzung. Das ist ganz schlimm. Es tut mir unendlich leid. Ich weiß, Düfte sind super persönlich. Aber dieser Duft, ich liebe Parfums. Ich lebe Düfte. Aber wenn ich diesen Duft rieche, und das Problem bei diesem Duft ist, dass egal ob High-End oder günstige Version, das ist eine Attacke an meine Nasenflügel. Den riechst du 700 Kilometer gegen den Wind, aber nicht schön, nicht schön. Das ist ganz krass. Also es ist selten, dass mich Düfte, ist wahrscheinlich so für viele Alien, finde ich gar nicht so schlecht eigentlich, wenn man sich so ein bisschen auch mit der Geschichte davon auseinandersetzt. Dieser Duft, Katastrophe. Der macht mich wahnsinnig, der macht mich rasend, weil den riechst du so intensiv und der verfliegt nicht. Also die Silage, also das, was du, ne, du läufst so durch und das, was hinter dir herzieht, das ist die Silage. Das macht mich rasend. Gut. Was mich jetzt vielleicht ein bisschen glücklicher machen könnte, ist, wenn wir mein Dekolleté wieder ein bisschen einölen. Und auch da habe ich was gefunden. Vanilla Please Body Oil. Ein Bodyöl, welches die Haut pflegen soll. Vielleicht ist da Schimmer drin. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Das riecht nach Vanille. Das riecht gut nach Vanille. Das ist ein Bodyöl. Das ist kein hochwertiges Öl. Das ist kein hochwertiges Öl. Das merkst du schon, ne? Weil es ist so ein bisschen... aber ich liebe das. Ne? Oh. Das ist kein hochwertiges Öl. Das fühlt sich so ein bisschen, also es ist Paraffinum und ja, ist okay. Also es riecht gut, es erfüllt den Zweck. Ich würde es nicht nochmal kaufen, weil das ist ganz spannend. Gerade diese Öle, also ich glaube, man sieht es in der Hand. Es gibt Öle und es gibt Öle. Und manche Öle sind so ein bisschen schmierig und sehen dann aus, als hättest du dich mit Sonnenblumenöl eingeschmiert. Das ist das ein bisschen. Jetzt habe ich Parfum drauf gesprüht, dass es einfach lange hält. Ich würde, wenn ihr ein Öl für den Körper haben wollt, weil ich finde, dass Öl ganz toll auf der Haut sein kann und das geht. Ich habe neulich einen Kommentar gelesen, aber auch wieder dachte ich mir, Mäuschen, das ist nichts Persönliches. Es gibt Öle und es gibt Öle. Ich finde, so ein Öl ist natürlich auch pflegend sehr, sehr gut, wenn du vor allem Feuchtigkeit drunter hast und dann als Öl so ein Topping hast, dass die Feuchtigkeit nicht verdunsten kann. In der prallen Sonne würde ich das nicht machen, weil ich wollte nicht wie bei unserem Dönermann das Brathähnchen sein. Aber um die Haut einfach so ein bisschen zu pflegen und ihr so eine leichte Bewegung zu geben, sind Öle natürlich ganz besonders gut. Dann nimm das von Shireen, wenn du die Düfte mögst. Also es riecht ausgezeichnet, fühlt sich jetzt aber nicht so hochwertig an. Worüber ich mich sehr gefreut habe, war, als ich einen TikTok gesehen habe zu der Plump and Glaze Reihe. Und ich habe mich da mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt und die soll angeblich sehr inspiriert sein von der von Hailey Bieber und Rhode. Ich habe hier einmal das Illuminating Serum mit Ceramiden, Niacinamid, Hyaluronsäure und Vitamin C. Das ist ein feuchtigkeitsspendendes Serum, ist ein transparentes Serum, fühlte sich sehr, sehr gut an. Ich habe es auch schon benutzt und die Haut hat das sehr, sehr gut aufgenommen. Es ist eine recht leicht wässrige Textur, die die Haut gut aufnehmen kann. Es ist leicht parfümiert, jetzt aber nicht so krass. Also das ist, ich muss ganz klar dazu sagen, das ist nicht High-End-Luxuskosmetik. Darum geht es, glaube ich, auch nicht. Es geht darum, dass man einen Effekt hat. Das ist keine, das unterscheiden wir ja ganz gerne und vielleicht hilft euch das, vielleicht könnt ihr das im Kopf behalten. Ich unterscheide bei Pflege zwischen zwei Dingen. Einmal zwischen Effektpflege und einmal zwischen Wirkungspflege. Das ist Effektpflege. Ne? Du willst einen besonderen Effekt auf deiner Haut haben, so wie hier. Das ist inhaltsstofftechnisch absoluter Mist von L'Oreal, das Glass Skin Ding. Es ist aber ein schöner Effekt auf der Haut. Und das ist kein Produkt, was du jeden Tag als deine Standard-Skincare-Routine benutzt, sondern damit erreichst du einen Effekt. Damit kannst du die Haut so ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgen. Sie hat auch Öle mit drin, dass die Haut einfach ein bisschen glänzender und praller aussieht. Und es hat unter Make-up gut funktioniert. Genau
Genauso wie den Balancing Toner. Und der erinnert mich doch schon sehr stark auch von der Inhaltsstoffrichtung, nicht Konzentration. Ganz klar kann es nicht sein für 1,99 an das von Rhode. Allerdings haben wir hier wirklich Wasser, Glycerin mit drin. Wir haben auch hier Öle mit drin. Wir haben auch ein Parfum mit drin, aber auch das ist mit Ceramiden und so angereichert. Also auch das würde ich sagen, das könnte man sogar fast schon ein bisschen häufiger benutzen. Wir haben Ceramide, Magnesium, Zink und Kupfer mit drin, was gut für die Haut sein kann. Auch das ist parfümiert, muss man wissen, aber auch das funktioniert ganz gut. Ich glaube, das ist ein Produkt, was ich in meinen Bronzer mit reinmischen würde, so wie Hailey Bieber das macht mit ihrem Pickel-Ding. Kannst du das auch damit probieren. Ich habe es jetzt zweimal benutzt. Ich habe bisher noch keine Reaktion gehabt. Wenn euch so ein Milky Toner interessiert, kann man sich den mal anschauen. Aber auch das ist jetzt nichts, wo ich sage, rennt zu Action. Das ist das krasseste Produkt. Es funktioniert, es fühlt sich gut an, es sieht auch gut auf der Haut aus und es hat einen schönen Effekt auf der Haut gemacht. Ne? Eine Etage tiefer, eine Etage höher. Kommen wir zu meinem Make-up. Also ich sehe aus wie eine kleine, sonnengeküsste, sizilianische, griechische Action-Make-up und ich. Das ist so eine Hassliebe, weil wir früher wirklich ein paar Produkte hatten, die waren okay. Und dann gibt es Max More. Action hat unterschiedliche Herangehensweise an, wie füllen wir die Filiale. Einmal ähnlich wie TK Maxx, Überproduktion, Overstock, also Produkte, die in bestimmten Läden oder in eigenen Läden nicht verkauft wurden, werden dann an Action verkauft und die verkaufen das dann weiter, dass einfach niemand so einen großen Verlust hat und Action hat noch einen kleinen Gewinn. Das sehen wir bei beispielsweise diesen Markenprodukten. Nivea Skin habe ich da neulich gesehen, was weiß ich. Dann gibt es aber auch Marken, die exklusiv für Max More sind, die es in diesen, für Max More sei schon, für Action sind oder für diese günstigen Shops. Ne? In Amerika haben wir The Dollar Store, wir haben in Deutschland Action. Unter anderem ist auch Max More eine Marke. Und Max More hat meiner Meinung nach wirklich eine extrem gute Preis-Leistungs-Qualität. Und eine Sache will ich da nochmal ansprechen, weil ich das oft lese, wenn ich günstige Produkte zeige, die sagen, ja, da kann ja nichts Gutes sein. Was glaubst du, wie Essence arbeitet? Die Produkte werden in denselben Fabriken hergestellt wie Essence, wie günstige Alternativen. Es geht bei diesen Preisen, das sind ja schon wirklich Ramschpreise teilweise, 1,99, 99 Cent. Da geht es um Menge. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel die Menge ausmacht. Es macht einen Unterschied, ob du 5.000 Bronzer kaufst oder 50.000. Und ich weiß nicht, wie viele Action-Filialen es in Europa gibt. In jeder Filiale liegen 20 Bronzer. Das sind hunderttausende Einheiten vielleicht, die produziert werden. Somit erreichst du diese Preise. Und, ganz wichtig, es gibt auch noch Mischkalkulationen. Also du musst gar nicht unbedingt mit jedem Produkt Gewinn machen, aber wenn das ein Produkt ist, was die Leute in die Filialen zieht, weil sie es vielleicht im Internet gesehen haben oder gehört haben, hey, der Bronzer ist super gut, dann gehen sie in die Filiale, kaufen das und niemand von euch geht zur Action und kauft nur den Bronzer. Das ist uns bewusst. Was habe ich ausgegeben? 18,87 €. Nur für diese Beauty-Produkte. Und da wird der ein oder andere Euro schon hängen bleiben bei Action. Gut, okay, genug zur Erklärung. Action hat unter anderem 2 Bronzer rausgebracht und die fand ich sehr spannend. Das sind nämlich die Shea Butter Bronzer, die uns sehr stark an die von NYX erinnern und ich bin schockiert, wie schön die auf der Haut aussehen. Die haben diese leicht weiche, schon fast buttrige Konsistenz, aber nicht cremig. Ne? Also das ist nicht dieses Putty Bronzer Ding, so wie wir es beispielsweise aus dieser Rival Rising Beauty gesehen haben, die ja wirklich cremig und weich ist, so wie die von MAC, sondern das ist ein extrem feiner Bronzer und das schaffen die durch dieses Silizium, diese Triglyceride, das Silikon und dann kommt die Farbe damit rein. Unglaublich weich. Es hat einen Schimmer, beziehungsweise eigentlich eher so ein Pearlescent, also so einen perligen Glanz mit drin. Das ist einmal die Farbe Karamell 155 und Mokka 158. Die ist auch ein bisschen wärmer, ist ein bisschen dunkler, macht einen leichten Unterschied. Ne? Also du siehst schon farblichen Unterschied. Ich habe beide auch probiert und beide haben sehr, sehr gut funktioniert. Also wenn ihr Probleme habt mit pudrigen Texturen, könnte das was für euch sein, weil die Basis hier nicht irgendwas super Trockenes ist, sondern du hast hier einen sehr schönen, schon fast buttrigen Bronzer. Deswegen heißen die ja von NYX auch Buttermilk Bronzer. Auch hier nochmal, wie funktioniert das? Es gibt dann die Hersteller, die eine neue Formulierung entwickeln und dann sagen sie, hey, guckt mal, wir haben diese neue Butter Bronzer Technologie entwickelt. Interessiert euch die? Und dann kommt NYX, dann kommt Max More und sagt, hey,
nice, ja, wir wollen es in der Farbe, wir wollen das ein bisschen noch drin haben, wir wollen das ein bisschen noch drin haben. Und dann kann man das so anpassen. Das Grundkonstrukt der Formulierung ist immer gleich. Es ist immer gleich. Du kannst es dann, einer denkt sich das aus, andere Produktionen kopieren das dann. Deswegen war ich ja Anfang dieses Jahres mit euch in Bologna, um das genau nochmal zu bestätigen. Ne? Es gibt dann diese 100 Hersteller und die machen 100 verschiedene Dinge und dann kommen zehntausende Marken zu diesen 100 Herstellern und suchen sich dann das aus, was sie wollen und verändern das. Sehr ähnlich zu denen von NYX. Unglaublich schöne Textur, fühlt sich sehr weich auf der Haut an. Genauso wie dieser Blush. Und da dachte ich mir, das könnte einer von Rare Beauty inspiriert sein. Ähnlich, die Farbe ist von Rare Beauty inspiriert. Ich habe leider den Namen nicht. Ich glaube auch Pinky Promise oder so oder Promise Me, was weiß ich. Die Textur ist aber eine andere. Und zwar sind das die Texturen wie von den MAC True Harmony Glow Play Blushes. Also auch hier dieses Weiche, wo du deinen Finger mit reindrücken kannst, sieht auf der Haut, gerade wenn du trockene, texturierte Haut aus, extrem gut aus. Ja, also wenn du sehr trockene Haut hast, wäre ich vorsichtig mit Puderprodukten, weil sie immer so ein bisschen beschweren können. Da würde ich schon dann eher diese cremigen, leichten Texturen bevorzugen, weil du sie A, viel besser ausblenden kannst und B, du deiner Haut auch einfach ein bisschen mehr Bewegung geben kannst. Wenn du so super trockene Textur nimmst, das legt sich auf der Haut an. Also, du siehst ja, ne, die Haut ist bewegt. Und das ist ein Unterschied, den wir in den letzten Jahren gemacht haben, dass viele der Looks, die ich vorher hatte, waren schmierig. Das ist trocken. Also das ist alles trocken. Das ist einfach nur diese Bewegung. Das sorgt dafür, dass die Haut einfach schön strahlt. Ich drehe nochmal die Lichtspitze weg, dass ihr das auch seht. Dann ist es gar nicht mehr so doll. Ne? Aber die Haut sieht weich gezeichnet aus, aber trotzdem belebt. Und wir haben auch noch das hier. Und das habe ich jetzt in dem Fall einmal so ein bisschen als Kontur benutzt und auch für meine Augen. Und zwar ist es diese Dreierpalette Three Color Sculpting Powder. Wir haben eine sehr dunkle Farbe, eine etwas hellere, wärmere und einen sehr schönen Highlighter, den man gut auch als Lidschatten benutzen kann. Hat mir sehr gut gefallen, ist natürlich groß. Wenn ich jetzt überlege, ich meine, die meisten von euch haben ja auch schon viel Make-up zu Hause. Ist das jetzt nichts, wo ich sage, das ist es wert, sich das zu kaufen. Ich dachte, ich nehme es mal mit, aber wenn das vielleicht für jemanden ist, dann könnte man das gut machen. Weil ich glaube, dass das als Lidschattenpalette schon sehr relevant sein kann, weil du einen leichten Look hast, der nicht zu intensiv ist, der das Auge betont, der aber nicht zu viel macht. Und wenn du sagst, hey, ja, das sind so deine Farben, dann ist das natürlich im Verhältnis zu einer Lidschattenpalette auch deutlich günstiger. Wir haben 14 Gramm hier mit drin. In so einem Lidschatten sind vielleicht, wenn du Glück hast, 4. Das macht dann schon einen preislichen Unterschied. Und zu guter Letzt auch hier nochmal die Blush Pearls. Auch das kennen wir schon. Das ist so ein bisschen inspiriert von diesen, ich glaube, Guerlain Meteorites hießen die. Blush Pearls haben wir in jeder Drogerie jetzt auch schon gesehen. Ist eine süße Sache, sind sehr schimmerig. Wenn du schimmernde Blushes magst in diesen pinky Farben, dann könnte das was für dich sein. Da ist auch so ein Powderpuff mit drin, den habe ich jetzt hier irgendwo. Kann man mitnehmen. Also wir probieren das Ganze gleich mal in dem anderen Video aus. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ansonsten würde ich zu... Das war ja der Aufhänger überhaupt fürs Video. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Das Ding hat mich wirklich schockiert. Ich habe es auch schon ein paar Mal probiert und es tut mir leid. Du kannst mir nicht sagen, dass Gisou das Geld wert ist, wenn du das hast, ne, im Verhältnis. Das ist das Honey Hair Repair Serum. Das hatte ich in Original von Gisou. Das ist dieses Honey Serum mit diesen Perlen da drin. Da ist dann Öl mit drin. Es riecht nach Honig. Es riecht unglaublich gut. Freunde, das Ding von Gisou war wirklich spektakulär. Hat aber 30, 40 Euro gekostet. Das Ding hier, exactly the same. Die Haare haben so einen leichten Schein, ohne fettig zu sein, feuchtigkeitsgespendet. Dieser Duft, Honigduft ist ein Traum. Ich liebe Honigduft. Und das auf den Haaren, ne, gerade wenn du so ein paar Wellen hast oder so, dann fühlt sich das wirklich gut an. Also das würde ich sagen, ist nahezu eine 1:2 Alternative zu dem von Gisou für 1,94 Euro. Ist vielleicht, und ich glaube, das ist auch etwas, das vielleicht, wenn, ich weiß nicht, ich habe noch keine Kinder, wenn ihr Töchter zwischen 12 und 15 habt, die sind ja wahrscheinlich auch schon so ein bisschen Social Media affin und die sehen dann diese ganzen Trends und wollen dann natürlich auch diese Produkte haben. Wir kennen es doch von uns selber, ne? Aber da ist dann die Frage, braucht meine 14-jährige Tochter das 50 Euro Haaröl oder reicht dann auch für den Vibe und für, ne? Weil ich kann schon nachvollziehen, dass man sich dann hinsetzen möchte und dann so eine kleine Beauty-Routine machen kann oder so ein fancy Bodyspray haben kann, weil alle haben gerade so Bodysprays. Dann kaufst du ihr das, es riecht super gut, es riecht süß und du hast jetzt nicht 40 Euro da für ausgegeben. Bei Skincare bin ich anders, ne? Also da muss es nicht
das Billigste vom Billigsten sein, dann geht zu Isana 2 Euro mehr, aber da hast du ein bisschen was Solideres. Das muss aber auch nicht Drunk Elephant sein. Und mit 14 brauchst du auch noch keine Retinol, mein Schatz. So ein Honey Serum, ne, das ist dann dieser Vibe und dann fühlen die sich auch süß. Das kann ich mir schon vorstellen. Also da kann man mal vorbeischauen. Ich bin gespannt, ob ihr vielleicht noch ein paar andere krasse, spannende Produkte gesehen habt. Dann lasst es mich gerne wissen. Vielen, vielen Dank dafür und wir sehen uns hier beim nächsten Video wieder, ihr kleinen Zuckermäuse. Tschüss!